Du bist doch immer noch in ihn verknallt, oder nicht? Ja, aber Ich bin gespannt, was Christian dazu sagt. bitte erzähl's ihm nicht. Und warum nicht? Ich will, dass sie wenigstens Freunde bleiben. Bitte, das bedeutet mir wirklich viel. Gib mir die Schlüssel. Bitte. Forbidden love goes straight to your heart, and I can't stand the pain when I call out your name. Forbidden love goes straight to your heart and your soul, losing control. Forbidden love goes straight to your heart. Du hast recht, wir haben keine guten Karten. Vielleicht war das ja ein Wink des Schicksals, dass das Boot nicht angesprungen ist. Mit einem defekten Motor kommen wir nicht weit. Noch können wir zurück, bevor die Polizei hier ist. Und wenn du dich dann freiwillig stellst, dann bestrafen sie dich vielleicht auch gar nicht. Dann müssen wir uns beeilen, Gib mir die Schlüssel. damit wir weg sind, bevor sie kommen. Genau. Dann werden sie uns kriegen. Bringen sie dich zurück zu Susanne und mich stecken sie wieder ins Krankenhaus. Aber ich werde nicht zulassen, dass sie mir mein Mädchen nochmal wegnehmen. Nie mehr. Sie werden uns nie mehr auseinanderbringen. Verbleiben wir immer zusammen. Das schwöre ich dir. Musst du so hart um Trinkgeld kämpfen? Nein, aber das wollte ich dir ja schon seit Tagen erklären. Das ist Fred. Und seine Eltern haben ihm in Spanien eine Pension mit Kneipe vererbt. Die wollte jetzt übernehmen. Am besten sofort. Ist das ein Problem für dich? Natürlich ist das ein Problem für mich. Ich kann dich nicht einfach so ziehen lassen. Aber wenn es die große Liebe ist, Ich bin so glücklich wie noch nie. dann will ich euch nicht im Wege stehen. Ich werde dich vermissen. Und ich werde auch immer an euch denken. Pass auf dich auf und schreib mal ein paar Postkarten. Machen wir. Wie kann ich dich überreden? Mit einer heißen Schokolade vielleicht? Echt nicht. Ich glaube, ich habe wieder Fieber. Ach komm. Gregor macht ja auch einen extra Kleck Sahne drauf. Den gibt's nicht umsonst. Du bist süß, aber ich gehe heute nicht mehr vor die Tür. Okay. Wie war's denn noch mit Leonard? Ich habe das Kino abgesagt. Ich bin nicht das Ersatzprogramm für Sarah. Ich hoffe, das hat er jetzt kapiert. So konsequent wäre ich Christian gegenüber auch mal gern. Andi. Alles klar? Sie haben Lisa noch nicht gefunden. Ja, und jetzt? Keine Ahnung, Sie meinen, Sie suchen weiter. Hast du noch keine Idee, wo sie sein könnte? Dann säße ich bestimmt nicht hier. Könnt ihr den Laden für mich bitte heute übernehmen? Ich glaube, ich schaffe das nicht. Kein Thema, klar. Ich muss nur noch einen Bericht für die Berufsschule schreiben, dann komme ich nach. Danke. Weißt du, wie der Laden da unten funktioniert? So ungefähr. Du machst ihn in einer halben Stunde auf. Wenn die Getränke alle sind, füllst du sie bitte nach. Das ist der Lagerschlüssel. Wer kümmert sich um die Musik? Coco, die kommt später. Und bis dahin legst du bitte eine von den CDs auf. Lisa geht es gut. Sie werden sie finden. Irgendwo muss sie ja sein. Kommst du klar? Klar, kein Problem.
Hochzeitstorte? Die ist bestellt. Blumenschmuck? Oh, den muss ich noch aussuchen, das wollte ich morgen machen. Und was ist mit der Menüfolge? Da habe ich schon eine Liste zusammengestellt, aber wir sollten sie noch mal Punkt für Punkt durchgehen, bevor ich die Karten drucken lasse. Hallo. Hast du das schon gesehen? Ja. Ich bin reingelegt worden. Irgendjemand hat mir was ins Getränk geschüttet. Ich weiß noch nicht mal, wie diese Fotos entstanden sind. Ich glaub's nicht. Graf Landstein wird es auch kaum glauben. Wie meinst du das? Wenn du erst mal seine Frau bist, kannst du dir solche Eskapaden jedenfalls nicht mehr leisten. Ich schlage vor, wir teilen die Arbeit auf. Wir machen eine Liste der Zu- und Absagen und du und Frau Brandner, ihr kümmert euch um die Menüabfolge und die Dekoration. Wie du meinst, aber... Vielleicht sollten wir aber vorher noch die grundsätzlichen Fragen, den Ablauf des Mittagessens betreffend, klären? Gerne. Ja. Entschuldigung. Ich bin schon so aufgeregt. Herrgott, Sarah, nicht du heiratest, sondern deine Cousine. Ja, aber ich war noch nie Trauzeugin, erst recht noch nicht auf Königsbrunn. Niemand hat dich gezwungen, das Amt anzunehmen. Jetzt setz dich doch mal. Die Rennerei bringt doch auch nichts. Nein, danke. Das Mädchen heißt Lisa Brandner, und das ist ihr Vater. Die beiden haben möglicherweise ein Boot gemietet. Nicht bei mir. Sorry. Danke. Noch viel zu früh zum Rausfahren. Wer um die Jahreszeit ein Boot mietet, der muss kloppt sein. Ja, da könnten Sie recht haben. Hey. Wo bist du? Ich bin in der Nähe von Venlo, klappere die ganzen Bootsverleiher ab. Aber leider hat sie niemand gesehen. Warst du schon in Maastricht? Auch in Remont. Nichts. Und bei euch? Nichts. Bei uns hat sich niemand gemeldet. Weder die Polizei noch Lisa. Hätte er sein können. Sag mal, weinst du? Hey, noch ist nichts verloren. Und ich komme nicht zurück, bis ich Lisa gefunden habe. Okay. Wenn ihr was passiert wäre, dann hättest du mit Sicherheit etwas gehört. Wahrscheinlich hast du recht. Ich melde mich wieder, ja? Tu das bitte. Und pass auf dich auf. Ja, klar. Bis dann. Tschüss. Hey, fehlt noch was? Was machst du denn hier? Willst du nicht lieber mal einen Abend auf dem Sofa abhängen? Ach, ist halb so wild. Nico hat mich gebeten, dir zu helfen, bis sie mit ihrem Bericht fertig ist. Okay, super. Dann mach du hier weiter und ich hol eben noch Pepper aus dem Keller. Gut. Du, wie geht's eigentlich Coco? Sie hat sich noch nicht angesteckt, wenn du das meinst. Nein, ich meine so überhaupt, im Allgemeinen. Wie ist sie so drauf? Gut. Wieso? Sie hat keinen Freund, sie geht nicht aus und sie macht auch sonst nichts, um irgendjemand kennenzulernen. Das ist doch komisch, oder nicht? Hey, ihr Typen seid unglaublich. Ist dir vielleicht schon mal die Idee gekommen, dass es uns ohne euch besser geht? Echt jetzt? Oh. Ich muss mir also keine Sorgen machen. Nicht um Coco. Ein Pepper, bitte. Komm sofort. Ich mach das. Sag mal, glaubst du auch, dass Ansgar sauer sein wird? Wegen des Zeitungsartikels. Du wurdest reingelegt, warum sollte er? Ja, ich weiß nicht, Elke hat gerade so eine komische Bemerkung gemacht. Elke hat auch zu mir so eine komische Bemerkung gemacht. Sag mal, was ist eigentlich los mit ihr? Sie ist schon eine ganze Weile so drauf. Ich habe immer gehofft, dass sich unser Verhältnis irgendwann mal entspannt. Aber da habe ich mir wohl was vorgemacht. Sarah, das hat nichts mit dir zu tun, bestimmt nicht. Das ist irgend so ein Elke-Ding. Wie meinst du das? Ja, mir gegenüber ist sie doch genauso kühl. Ich habe eher das Gefühl, dass ihr irgendwas tierisch gegen den Strich geht. Hast du irgendeine Idee, was das sein könnte? Ah, Frau Kepler, haben Sie einen Moment Zeit für mich? Ich habe wunderbare Dekorationsideen gefunden. Hier, was halten Sie von diesen Tischkärtchen? Weißes Bütten mit zartrosa Satinschleifen.
die Menükarte zum Aufklappen mit Goldprägung. Ganz nett. Ich habe auch etwas sehr Schönes für die Hochzeitstorte gefunden. Dieses Schwanenpaar. Ist doch wunderschön, oder? Ja, als Symbol für ewige Liebe und Treue. Also ich find's wunderschön. Für eine schlichte Dorfhochzeit vielleicht. Man merkt, dass Sie noch nicht lange auf Königsbrunn leben. Sonst wüssten Sie, dass dieser Shishi nicht dem Stil des Hauses entspricht. Ihnen gefallen meine Vorschläge also nicht? Frau Brandner, ich habe dafür zu sorgen, dass der Ablauf der Hochzeit und sämtliche Details den Mindeststandards einer gräflichen Familienfeier genügen. Diese Schwäne werden die Schwelle von Königsbrunn niemals überschreiten. Mensch, geh ruhig wieder hoch. Jana und ich, wir haben ja alles im Griff. Ihr macht das echt toll. Respekt. Ich klemme mich dann mal wieder oben hinter das Telefon. Ich drück dir die Daumen. Danke. Hey, Andi! Hast du was von Lisa gehört? Du musst nur ganz fest dran glauben, sie kommt bestimmt zurück. Alles klar. Jana, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist krank. Christian und ich, wir vertreten Andi wegen Lisa. Sonst läge ich bestimmt schon im Bett. Schon klar. Die gehen aufs Haus, weil du geschwindelt hast. Einverstanden? Dann ich seh mal nach der Musik. Nicht wegrennen, ja? Darf ich atmen? Nein. Braver Junge. Hey. Ich habe das Foto gesehen. Welches Foto? Das von Nikos Shooting, wo wir beide... Hier in der Reihenfolge. Und... Hey, ich dachte, du machst das. Keine Zeit. Das Mädchen heißt Lisa Brandner. Und das ist ihr Vater. Die beiden wollten Urlaub machen. Gibt es da oben noch weitere Bootsverleiher? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Leute wie Sie, die Boote verleihen. Dort oben, um aufs Meer zu fahren. Danke. Niemand hat sie gesehen. Was soll ich noch hier? Hallo? Hallo! Warte! Ich habe den Ollen Willem getroffen. Wer ist denn das? Ein Freund von mir, vermietet auch Boote. Letztens war ein Mann bei ihm, das könnte der von dem Foto sein. Neben dem Mädchen? Hier. Ja, genauso hat er ihn beschrieben. Na, wie weit sind Sie mit der Liste? Fertig. Wir wissen jetzt ganz genau, wer kommt und wer nicht kommt. Oh, da waren Sie erfolgreicher als wir. Oh, danke. Sarah, würden Sie mir einen kleinen Gefallen tun? Gerne. Es geht um das Farbkonzept für die Tischdekoration. Sie kennen Nathalie ja besser als ich. Was glauben Sie, welcher Farbton würde ihr am besten gefallen? Warum fragen Sie denn dann nicht Ihre Tante? Also Elke kennt sich mit Nathalies Geschmack am allerbesten aus. Frau Kepler, ja, die ist der Meinung, wir sollten uns die Arbeit teilen. Sie kümmert sich um das Menü und ich um die Dekoration. Macht das Ganze nicht unnötig kompliziert? Tja. Bitte schön, ich würde sagen 5 Minuten Pause, dann machen wir weiter. Ich würde sagen, ich habe eine bessere Idee. 2 Pfefferbund, 3 Bier. Danke. Sieht so aus, als würde Coco den Rest des Abends nur noch für Gregor auflegen. Halt nicht weglaufen.
Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Kepler. Morgen. Und dazu passend schilfgrünes Chiffonband und silberne Satinrosen. Oder könnte das zu bunt werden? Nein, das glaube ich nicht. Das kann doch sehr lebendig wirken. Ja. Die Gestaltung einer Hochzeitsfeier auf Königsbrunn übernimmt in der Regel die Dame des Hauses und nicht das ehemalige Dienstmädchen. Wenn Ihnen irgendetwas nicht passt, Frau Kepler, dann sagen Sie mir das ins Gesicht. Ansonsten lassen Sie Ihre Giftpfeile im Köcher. Johannes, Sie gestatten? Nein, du hast mich nicht geweckt. Ja, ich dich auch. Was glaubst du, wann könnt ihr zurückfliegen? Lasst euch nicht stören. Ist ein Problem? Nein, überhaupt nicht. Wahrscheinlich hat Coco dir nur ihre Plattensammlung gezeigt. Das aber ganz schön lange gedauert. Tja, Gregor hat eben Ausdauer. Sehen wir uns heute Abend? Wie, erst heute Abend? Wenn du Sehnsucht nach mir hast, dann weißt du ja, wo du mich findest. Klar, Massa. Und du in 2 Stunden No Limits, ist das klar? Lässt sich wohl kaum vermeiden. Guten Morgen, mein Sonnenschein. Ich bin nicht ein Sonnenschein. Ich habe mir den Motor nochmal angesehen. 2 Zylinderkopfdichtungen sind defekt. Kein Wunder, dass er nicht anspringt. Du willst also immer noch fahren? Warum sollte ich meine Meinung ändern? Lass mich gehen. Ich schwöre, ich werde niemandem sagen, was du vorhast. Was soll ich denn allein in Argentinien? Verstehst du immer noch nicht, wie sehr ich dich brauche? Dann lass mich wenigstens Susanne anrufen. Sie macht sich sicher große Sorgen. Susanne hat mir meine Tochter weggenommen. Das werde ich ihr nie verzeihen. Lisa, du kennst mich nicht. Wir waren viel zu lange getrennt. Ich bin nicht das Monster, vor dem dich Susanne immer gewarnt hat. Wenn wir erst in Argentinien sind und all die Orte besuchen, an denen wir glücklich gewesen sind, wirst du das merken. Wir tun einfach so, als wären wir nie weg gewesen. Im Grunde waren wir das ja auch nie. Du warst immer in meinem Herzen. Weinst du? Hör auf. Ich will nicht, dass mein Mädchen unglücklich ist. Dann lass mich frei, Papa, bitte. Ich komme dich besuchen, das verspreche ich dir, so oft ich kann. Ganz großes Ehrenwort. Ich will nicht mit nach Argentinien, ich will hier bleiben. Bei Susanne, Paul, Andi, Arno. Das musst du doch verstehen. Dafür ist es längst zu spät. Ich tue das nicht gerne, aber es muss leider sein. Gib mir deine Hände. Ich besorge jetzt die Zylinderkopfdichtung und ein paar Lebensmittel. Und dann fahren wir los. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Wie seid ihr denn gestern noch vorangekommen? Du und Frau Brandner. Wir haben uns die Arbeit aufgeteilt. Sie kümmert sich um die Dekoration, ich um die Menüfolge. Und wie läuft das? Die Menüfolge steht. Was man von der Dekoration nicht behaupten kann. Also ich finde, Frau Brandner gibt sich sehr viel Mühe. Sie hat mich sogar nach meiner Meinung gefragt, weil ich Nathalie näher stehe als sie. Keine Frau, die etwas auf sich hält, lässt sich in Geschmacksfragen hineinreden. Es sei denn, sie verfügt über keinerlei eigenen Stil.
was bei Frau Brandner offensichtlich der Fall ist. Naja, auch kein Wunder, sie ist ja eine bürgerliche. Was hat das denn mit ihrem Stil zu tun? Sie wollte allen Ernstes ein schnäbelndes Schwanenpaar auf die Hochzeitstorte setzen? Muss ich mehr sagen? Ich weiß wirklich nicht, was Graf Lanscher an dieser Frau findet. Bei allem guten Willen. Seit wann mokierst du dich denn über die Entscheidungen von Johannes? Das ist doch sonst nicht deine Art. Bist du etwa immer noch in ihn verliebt? Nun erzähl schon, wie war's mit Gregor? Neugierig bist du wohl gar nicht, was? Ich will alle schmutzigen Einzelheiten. Du würdest eine rote Ohren kriegen. Interessiert dich das gar nicht? Naja, wenn Coco nichts erzählen will, dann ist das ihre Sache. Wenigstens eine, die mich versteht. Ich hab dich doch auch nicht nach deiner ersten Nacht mit Christian gelöchert, oder? Also ich finde, ihr passt super zusammen. Also du und Gregor. Schon rein optisch. Also das perfekte Paar. Na, wenn du das sagst, dann muss das ja stimmen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Es wird diesmal schon klappen. Toi, toi, toi. Danke. Ciao, bis später. So eine miese Schlange. Die ist doch nur froh, dass sie jetzt freie Bahn bei Christian hat. Und? Hat sie? Ich habe zwar die ganze Nacht mit Gregor verbracht, aber gedacht habe ich trotzdem nur an Christian. Ist was? Was ist jetzt eigentlich mit Coco? Was soll mit ihr sein? Wird das was Festes? Seit wann interessierst du dich für mein Liebesleben? Oder machst du es wie mit deinen anderen Frauen? Ex und Hop? Coco und ich, wir hatten eine schöne Nacht zusammen, okay? Das war's. Für sie und für mich. Ja klar, ist ja auch super bequem. Du hattest deinen Spaß und wie es Coco dabei geht, interessiert dich ein Scheißdreck. Coco sieht das genauso locker wie ich. Sie hat damit kein Problem. Als ob sie dir das zeigen würde. Dafür ist sie viel zu nett. Coco hat was Besseres verdient als dich. Ja? Und wieso habe ich davon letzte Nacht nichts gemerkt? Weil du nie was checkst. Du denkst immer nur an dich und dein Vergnügen. Coco ist so gut für dich. Wie süß. Du bist ja eifersüchtig. Da bin ich wieder. Wenn alles gut geht, können wir gleich losfahren. Jetzt nur noch schnell die Zylinderkopfdichtungen einbauen, während du erstmal frühstückst. Und dann heißt es endlich, Argentinien, wir kommen. Ich habe dir übrigens Erdbeeren mitgebracht. Die isst du doch so gerne. War gar nicht so leicht, sie aufzutreiben. Zum Nachtisch gibt's Vanillefla. Erinnerst du dich? Als Kind hättest du am liebsten in dem Puddingzeug gebadet. Oh, Lisa. Wenn wir in Argentinien sind, fangen wir ein völlig anderes Leben an. Wer sollte uns daran hindern? Forbidden love goes straight to your heart.